Ja. Dorf, außerhalb des Dorfes normalerweise. And then you take this grain and just throw it up in the evening, because then there is wind and it blows away what is not needed and the grain falls down again. That's the process. Es wird dann mit der Schaufel hochgeworfen, normalerweise abends, wenn ein bisschen im Wind geht, und da wird dann alles, was leichter ist als die Körner, da vom Wind It's a weggetragen. very tiring work, but on the other side it's almost meditative when you do it, so you have a lot of time to think. Es ist eine mühsame Arbeit, wenn man sie tut, aber auch irgendwie gut zum Nachdenken. In Judges it is mentioned that Gideon that he went down in the winepress and da das Korn washing. Which would be very unusual. Der hat da versteckt. I think he was hiding from Der hat I think versteckt he vor was den hiding. Philistern. Threshing floors were always up, always, because you need wind. But it is a detail in that other story. Yeah? Very interesting. Okay, I need to look that up. Can you give me the reference afterwards? Yeah. Okay, so that is how it's done, and this year is in Afghanistan. Instead of a shovel, they have like a rake. So wird das also gemacht. Hier sehen wir das aus Afghanistan, da haben sie so eine Art Rechen statt einer Schaufel. This is in Malawi here, I think. In Malawi, glaube ich. Mali, sorry, not Malawi. Mali. In Mali. So people do that still today. Also auch heute wird das noch so getan. It used to be done slightly different here in Germany and France. That's a picture. You would take a basket to do it and made it not as big but more local, but the principle is the same. Hier in Deutschland oder Frankreich wurde es damals ähnlich gemacht, aber eher mit so einem kleinen Korb, und es wurde nicht ganz so hoch geworfen. And this is in Israel, so you see it's at the slope of a hill. You need the wind that carries away the leftovers, basically. Das hier, das Bild das zeigt es in Israel, da sieht man Hügel im Hintergrund, man braucht nämlich einen Wind, der das Übrige dann wegbläst. Okay, so this is basically what happens in the story of Ruth, or where definitely the third chapter plays here. Das passiert also in der Geschichte von Ruth, vor allem da im 3. Kapitel. Now the owners of the grain, they would spend the night there because they don't want the stuff to be stolen. Very simple. Des Getreides, die haben da die Nacht verbracht, weil sie nicht wollten, dass jemand mit dem Korn abhaut. So Naomi was aware of that whole process. It was her life. Naomi kannte sich super aus mit dem ganzen Prozess. Das So war, she wie sie gelebt hat. She knew Boaz would spend the night there. She knew she could send Ruth there, and so on. It's everyday life, you know that. Sie wusste, dass Boaz die Nacht dort verbringen würde, dass sie Ruth dorthin schicken konnte. Das war ihr Alltag. And so she sent Ruth there and gave her a task to do. Dann hat sie Ruth dorthin geschickt mit einer Aufgabe. Basically asking her, telling her to ask Boaz to redeem her. Im Prinzip sollte Ruth den Boaz fragen, ob sie erlöst. And this is a strange concept. Und das ist ein seltsames Konzept. The Redeemer, there were a few things that were required. Es gab mehrere Bedingungen für einen Erlöser. First of all, something or someone to redeem. Erstmal musste es etwas geben oder jemanden geben, der erlöst werden muss. Now, if Naomi sends Ruth, she did two things at the same time. Dadurch, dass Naomi Ruth schickt, erreicht sie zwei Dinge auf einen Schlag. She tells Boaz, you can have her as wife, Sie sagt dem Boaz damit, du kannst sie als Frau haben and you can have my land, basically like a bride price. You can take my land, I'm willing to give it to you. und du kannst mein Land nehmen. Quasi als Brautpreis, ich bin bereit, dir mein Land zu geben. So it wasn't just a suggestion or so, it was basically a contract. Es war also nicht nur ein Vorschlag, es war im Prinzip eine Vereinbarung. I offer you this Ich biete dir dies, if you redeem it, if you do the necessary legal steps. wenn du es erlöst, wenn du die notwendigen gesetzlichen Schritte gehst. Now, the Redeemer has to be a relative, Der Erlöser musste ein Verwandter sein and the closest relative has first priority. und der nächste Verwandte hatte die höchste Priorität. Because it involves not only Ruth, but also land, that sounds interesting.
weil es sich nicht nur um Ruth drehte, sondern auch um das Land, hört sich Now- das interessant an. Depending on how Ruth likes, we should reverse the question because it doesn't involve only land but also Ruth. That sounds interesting. I don't know. Man könnte auch sagen, weil es nicht nur um das Land Making a geht, joke sondern here, auch sorry. um die Frau, könnte man auch sagen, es ist ein interessanter Deal. Okay, so apparently Ruth was a very appealing person. So Scheinbar war Ruth eine sehr attraktive in Person, any case, Boaz would make a good deal even without the land. sodass Boaz auf jeden Fall einen guten Deal dabei hätte, selbst ohne das Land. Okay, so he knows I can buy the land and I can marry Ruth. Er weiß dann jedenfalls, ich kann das Land kaufen und ich kann Ruth heiraten. But because Ruth was married, this was a levirate marriage. Levirate, yeah, who can say? Weil Ruth aber schon verheiratet gewesen war, war das dann eine Schwagerehe. Do I have the term on here somewhere? No. Okay, so the relative stands basically in the shoes of the former husband. Wo der Verwandte dann sozusagen die Rolle des gestorbenen, des früheren Ehemanns einnimmt. Which means when they get married and they have a son, Das bedeutet, wenn sie heiraten und einen Sohn zeugen, this son will get the inheritance. und dann bekommt der Sohn das Erbe. Okay? But he would also get the inheritance of that what the man brought into the marriage. Aber er bekommt auch er erhält auch das Erbe des Mannes, was er mit in die Heirat bringt. Okay? So basically the man steps in to continue the line of the husband who has died, and he kind of gives up his existence. Man könnte also sagen, dass der Mann, der diese Schwagerehe eingeht, dass er damit in die Linie des Mannes, der gestorben ist, eintritt und seine eigene Linie aufgibt. So he will keep up the family line of the guy who died, and he will give up his own family line for that purpose. Er wird die Familienlinie dessen, der gestorben ist, weiterführen und dafür seine eigene aufgeben. And he will bring in his heritage into that family line. Er wird sein Erbe in diese Familienlinie reinbringen. So if you had a lot of goods, it was a costly thing. Wenn man viele Güter besaß, war das eine teure Angelegenheit. And or if you intended to marry and have a family line yourself, you would not necessarily want to do that. Und wenn man selbst vorhatte zu heiraten und seine eigene Familie weiterzuführen, dann würde man das auch nicht unbedingt tun wollen. Or if your own family said, you cannot take our family heritage and bring it into this family, then you wouldn't do it. Oder wenn deine eigene Familie gesagt hat, du kannst nicht unser Erbe nehmen und in diese andere Familie abgeben, dann Because würde man das auch nicht tun. it would go eventually to the firstborn of that family. Denn das würde dann an den Erstgeborenen der anderen Familie gehen. So if firstborn son of Ruth would then inherit 2/3 of what the guy already had, plus 2/3 of what Ruth had. Der Erstgeborene von Ruth würde 2/3 des Erbes, das Boas schon hatte, erben, plus 2/3 von dem, was der Ruth gehört. Now, that sounds very complicated, okay? Das hört sich sehr kompliziert an. But basically, you give up your life in order to have another guy's life continue. That's the simplified version. Man kann das Ganze vereinfacht darstellen, man hat sein eigenes Leben dafür hingegeben, um das Leben des anderen fortzufahren. I tried to read up all the details in the Talmud, which is the Jewish literature on these issues. It's not Wir haben only on those. versucht, die ganzen Einzelheiten dazu nochmal anzulesen im Talmud, das ist jüdische Literatur. But after a couple of days, I gave up. Nach ein paar Tagen habe ich aufgegeben. It is so complicated Es ist so kompliziert. because they regulate everything. If he is a cousin, second son of this, or first son, or third son, everything is sorted out. Und es ist so genau reguliert, ob das jetzt ein Cousin ist oder ein zweiter, dritter Sohn und so weiter. It's crazy. It was just, I had to give up. Ich musste irgendwann aufgeben, so verrückt war es. So I gave you a very simplified version already. Was ich euch jetzt genannt habe, war schon eine sehr vereinfachte Version. So basically, this is what's happening in the 4th chapter here. Und das ist, was hier im Prinzip im 4. Kapitel passiert. Boaz says, I will do that.
Boas sagt nämlich, ja, das mache ich. But there is a closer relative. Es gibt aber noch einen näheren Verwandten. So what he does is he goes to the city gate, that's where legal deals were decided. Er geht zum Stadttor, wo so gesetzliche Vereinbarungen getroffen wurden. And when the other guy passes by, he says, "Come on, I have a suggestion. So let's sit down." Als der andere vorbeikommt, ruft er ihn rüber, komm mal her, ich habe einen Vorschlag. So he wants to make a contract. Er möchte mit ihm eine Vereinbarung He machen. invites a few elders, they are necessary, at least 3 witnesses. Er holt noch ein paar Älteste dazu, das war notwendig, dass da zumindest 3 Zeugen dabei sind. And then he makes the deal and says, "You can get the land of Naomi." Und dann erklärt er ihm den Deal, also du kannst das Land von Naomi bekommen. You're the closest relative, Du bist der nächste Verwandte, but you have to take the wife as well. You have to take Ruth. aber du musst dir auch Ruth zur Frau nehmen. So first he starts only with the land, Zunächst mal erwähnt er nur das Land. and the other guy says, "Oh, I get it. I want it." Der andere sagt, oh, absolut, bitte. But then he adds, "But you also have to take Ruth." Und dann fügt er noch hinzu. And the guy knows that means I enter a levirate marriage and I lose my goods to some part and my name. Und der andere Mann, der weiß, okay, das bedeutet, ich gehe eine Schwagerehe ein. Ich verliere einen Teil meines Erbes, das ich zurücklasse, und auch meinen Namen. And then he says, "No, I cannot do it." Da sagt er dann, nein, das kann ich nicht. And then he says, "Okay, then I will do it." Da sagt Boas, okay, dann tue ich's. Okay, and then they say, and I like that, "Here's my shoe." Und dann sagen sie, hier ist mein Schuh. Okay, so that's how they made a deal. So haben sie die Vereinbarung besiegelt. And this little remark, why they gave the shoe when they made the deal, is explained. Und dieses Detail, warum sie den Schuh gegeben haben, um den Deal I think it's abzuschließen, 4 verse 7, is that das correct? wird erklärt. Yep. So that means the book must have been written quite a bit later. Das bedeutet, das Buch muss eine gute Zeit später geschrieben worden sein. Because you don't explain something and say that's how they did it formerly in Israel when it's not a certain time, when there is not a certain time difference. Da ist geschrieben, und so wurde das nämlich damals in Israel gemacht. Das Okay, müsste so man nicht schreiben, wenn man es immer noch zu der Zeit machen würde. So that means we have some time difference between the action and the writing of the book. Das zeigt uns, dass es einen gewissen Zeitabstand gab zwischen dem, was stattgefunden ist im Buch und wann es niedergeschrieben wird. And then we have the classical happy end, as we would call it. Dann haben wir das klassische Happy End. They were happily married and lived and had children ever after, something like this. Sie haben geheiratet und lebten glücklich bis ans Ende der Tage. And then we get a genealogy at the end. Dann kommt noch ein Stammbaum. And it's basically the genealogy of David, Es ist im Prinzip der Stammbaum von David. and you only can finish the genealogy of David when he lives. Would you agree? Und das könnte man ja erst schreiben, nachdem David tatsächlich gelebt hat. Stimmt's? So you can only write about David when he was born. Man kann David ja auch nicht erwähnen, wenn er noch nicht geboren war. So the book of Ruth, as it is composed, must have been written somewhere down the line in the time of David. Das Buch Ruth, so wie es jetzt zusammengestellt wurde, muss ja irgendwann aufgeschrieben worden sein, als David schon lebte. And the way the book is composed, the way the themes flow, this book has not been written in parts and then added. It was written at once. Must be. Wie dieses Buch zusammengestellt ist, wie die Teile ineinander überfließen, da ist es eigentlich klar, dieses Buch wurde als Ganzes geschrieben. So somewhere at the end of the time of the judges and in the very early time of the kings, time of David, this book was written. Das Buch wurde irgendwann am Ende der Richterzeit bis Anfang der Königszeit geschrieben, also in Davids Zeit. Now, if we look at the genealogy, Wenn wir uns den Stammbaum anschauen, we see that it is, let me see, we have David, Jesse, Obed, Boaz, we have 4 generations. von David über Isai, Obed und Boas haben So. wir 4. Generation. So here in that time frame the book was written, In diesem
dieser Zeitspanne wurde das Buch also geschrieben, or at least the genealogy was added. oder zumindest dieser Stammbaum hinzugefügt. And we're talking of 4 generations basically. Das heißt, es geht hier um 4 Generationen. So we can go back from the time of the kingdom, 1050 to 1000, somewhere there. Wir können also rückwärts rechnen von Zeit der Könige von 1050 oder so. And we end up somewhere around 1100, something like this. Und damit kommen wir dann ungefähr zu 1100 vor Christus. So that's probably when the story happened, which is in the middle of the time of the judges. Wahrscheinlich hat ungefähr zu dem Zeitpunkt die Geschichte stattgefunden. Es ist ungefähr in der Mitte der Zeit der Richter. So besides the total chaos, there were also communities who really feared and honored God in a proper way. Das zeigt uns, selbst in dieser Zeit der Verwirrung gab es auch Gemeinschaften, gab es Menschen, die Gott echt gefürchtet haben und so gelebt haben, wie er es wollte. And we can see that in the book of Ruth. Das zeigt uns das Buch Ruth. Okay. Now, again, it's probably a purpose to show the contrast between the individualism in the judges and the careful obeying God in Ruth. Contrast. Das ist wahrscheinlich ein gewollter Kontrast. Einmal der Individualismus im Buch der Richter und dann im Buch Ruth. Sorgfältiges und auch Nachfolgen eigentlich. Ja. So, black and white. Das ist echt so wie ein schwarz-weißer Kontrast. How it happened most of the time and how it could have happened, like here. Bei Richter sehen wir, wie es meistens stattfand und dann bei Ruth, wie es hätte sein können. So the difference between forgetting God or honoring God is very nicely shown in these books. Der Unterschied zwischen Gott vergessen und Gott ehren wird sehr klar aufgezeigt in diesen 2 Büchern. And of course, as such, those books are teaching. Und das sollen uns diese beiden Bücher natürlich lernen. And they obviously make the point, it's much more beneficial if you listen to God, obey, care for one another, love your neighbor, as it says. Und sie sollen rüberbringen, es ist viel besser, wenn man Gott liebt, gehorcht, wenn man seinen Nächsten liebt und füreinander sorgt. The outcome is much more beneficial than in the other way. Was dabei rauskommt, ist so viel besser für alle als die andere Möglichkeit. That is certainly one purpose of the book, Das ist sicherlich eine Absicht des Buches or of the 2 books together. oder der beiden Bücher zusammen. The other purpose probably is in the genealogy. Die andere Absicht liegt wahrscheinlich hier in den Stammbaum. In Judges there was no king in Israel at that time. In Richter stand, es gab zu der Zeit keinen König in Israel. Here we have a genealogy that leads to a king. Hier haben wir einen Stammbaum, der zu einem König führt. So if you want to encourage people to go for the king, for a right king, that's the best propaganda. Wenn man Leute ermutigen möchte, den richtigen König zu unterstützen, dann ist das hier die beste Werbung. This is how it went wrong, So lief es immer falsch. and this is how it can go right when people fear God, even when they are Gentiles. So kann es richtig laufen, wenn Leute Gott fürchten, selbst wenn sie Heiden sind. And we have 2 Gentiles in the genealogy of David. Und es gibt 2 Heiden in Davids Stammbaum. One is Rahab, the other is Ruth. Eine ist Rahab, die andere Ruth. Okay, so people can change and they can fear God and follow God properly. Menschen können sich verändern, zeigt das. Sie können Gott fürchten und ihm richtig nachfolgen. So if we look at the genealogy in Ruth, it's derived from Judah. Wenn wir uns den Stammbaum in Ruth anschauen, dann ist es von Juda aus. So we have Perez, who is the son of Judah through Tamar. Da haben wir Peretz, der ist Juda und Tamars Sohn. Then it goes down to David. Und es geht bis zu David. And we have Boaz, Obed, Jesse, David. Those Ende 4 generations. Boas, Obed, Isai und David, diese 4 Generationen. Then in Matthew, we basically have the same list. Yeah, just works. In Matthäus haben wir im Prinzip dieselbe Liste, But there the ladies are also mentioned. aber da werden auch die Frauen erwähnt. So we have Tamar as well. Da sehen wir auch Tamar. Aram also has another name, and that is Ram. Aram ist ein alternativer Name für Ram. Then we have
Boaz, and then by Rahab, then Obed, by Ruth, Jesse, and so on. Dann sehen wir Boaz von Rahab, Obed, mit Ruth, Isai und so weiter. So the names of the women are in the list in Matthew. Das heißt, die Namen der Frauen sind enthalten in dem Stammbaum in Matthäus. And if we look into Luke, we have a discrepancy because one name is in there which is not in the other lists. Bei Lukas sehen wir einen kleinen Unterschied, weil da ein Name enthalten ist, der nicht in den anderen Listen vorkommt. We have an alternative name for Aram, Für Aram gibt es wieder einen alternativen Namen. which is Arni. Das ist Arni. Used to be a chocolate factory in Switzerland. I'm not sure that's meant with it. Das ist auch für eine Schokoladenfabrik in And Schweiz. probably this is a scribal error because we have Admin and then Aminadab. Und dieses Admin ist wahrscheinlich der Fehler eines Schreibers. But we're not sure where this Admin comes from. Oder einmal Admin und einmal Aminadab steht. In Weimar it usually means the administrator, the admin, Bei Jasmin ist es meistens der Administrator. but I'm sure it doesn't have that meaning here. Das darf es bestimmt nicht. So we have, maybe he wanted to write Aminadab and wrote Admin and forgot to cross it out or something like this. We don't know. Vielleicht wollte jemand Aminadab schreiben, hat stattdessen Admin geschrieben und vergessen es auszustreichen oder so. But the rest is basically the same. Der Rest ist im Prinzip das Gleiche. Okay, so the genealogy wants to emphasize it would be good to have a king, especially a king with such ancestors. Der Stammbaum möchte klar zeigen, es wäre gut, einen König zu haben, vor allem einen König mit solchen Vorfahren. Okay, that would be very good Das wäre sehr gut. in contrast to the judges. Im Gegensatz zu den Richtern. So that may also be a purpose of the book of Ruth, Das war vielleicht Teil der Absicht, das Buch gut zu schreiben. to be for David. Für David Werbung zu machen. Now, why would that be necessary? Warum war das wohl notwendig? David was not king over all Israel for the first 7 years. In den ersten 7 Jahren war David nicht König über ganz Israel, He was only king over those in the south, sondern nur über die Leute im Süden, in Hebron. in Hebron. And only afterwards they wanted him to be king over all Israel. Erst später wollten die dann, dass er König über ganz Israel wird. Now, with the past experiences from Judges, it's completely understandable that people didn't really like another guy. Mit den Erfahrungen, die sie mit den Richtern gemacht haben, war es verständlich, dass sie nicht nochmal jetzt einen Herrscher haben wollten. And with the experiences of Saul, who was not really a good king and got really weird towards the end, Und nach der Erfahrung mit Saul, der nicht wirklich ein guter König war und zum Ende hin echt seltsam wurde, it would be necessary to convince people, yes, it can work with a good king. It hasn't so far. dann wäre es notwendig gewesen, die Leute zu überzeugen, zu sagen, ja, es kann funktionieren mit einem guten König, auch wenn es bisher nicht funktioniert. So the book of Ruth would at least point into that direction. Und das Buch Ruth würde sie zumindest in die Richtung schicken. Ja, oder darauf hindeuten. So, in that sense, the book of Ruth is very important for them, So gesehen ist das Buch Ruth sehr wichtig für sie, but it also contains an important theological concept, that of the Redeemer. es beinhaltet auch ein sehr wichtiges theologisches Konzept, das des Erlösers. Because it basically is that what Jesus did for us, or for the people then. Denn es ist eigentlich das, was Jesus für uns getan hat. It's stepping into the family line of someone else so you can live on. In die Familienabstammungslinie eines anderen zu treten, damit er weiterleben kann. Give up your own reputation for the other person, Seinen eigenen Ruf für den anderen aufgeben and enabling him or her to continue living in the presence of God. damit er und sie weiterleben kann in Gottes Gegenwart. So the concept of that Redeemer is very much a concept that helps to understand what happened in the gospel. Das Konzept dieses Lösers ist also eigentlich genau das, was uns hilft zu verstehen, was im Evangelium passiert. So the Goal, or Goel, sometimes people say, that's the term for the Redeemer. Basically we can say it's a picture of what Jesus is going to do. Dieser Goel oder Goal, dieser Erlöser ist ein Bild dafür, was Jesus tun wird. And therefore the book also has a theological message that goes beyond their time and their scope. So hat das Buch auch eine theologische Botschaft,
die über ihre Zeit, über ihre Bahn hinweggehen. Which shows if you really want to live in a fulfilled way as God intended, you need a Redeemer that helps you. Das heißt, wenn du wirklich so leben möchtest, wie Gott es geplant hat, dann brauchst du einen Erlöser, der dich erlöst. So the book of Ruth has quite a big dimension actually. Und so ist noch eine viel größere Dimension im Buch Ruth enthalten. And sometimes I think it's a bit underestimated. Ich finde, das Buch wird oftmals unterschätzt. First of all, it's about women mostly, Vielleicht, weil es zunächst mal um Frauen geht. and books about women in the Bible are a bit rare. Und es ist eher selten, dass es Then it's viele short. Bücher nur von Frauen gibt. Und dann, es ist auch ein sehr kurzes Buch. It's not extremely exciting. Es ist nicht so aufregend. Not so much war and knives and all that stuff in there. Nicht so viel Krieg und Messer und so weiter in der Geschichte. It sounds like work because it's an agricultural book. Hört sich nach Arbeit an, weil es da viel um Landwirtschaft geht. And you don't necessarily hear so many sermons about the book. Und man hört nicht unbedingt so viele Predigten über dieses Buch. Okay, it's used a lot for character studies, to be fair. That's good. Okay, Charakterstudien werden damit schon oft gemacht. Because it's the rare good characters in the Old Testament. Weil da ein paar seltene gute Charaktere im Alten Testament vorkommen. But Ruth has actually quite a big dimension to it. Aber das Buch Ruth beinhaltet eigentlich noch eine große Dimension. It's like prefiguring the gospel. So als würden die Evangelien schon mal Bildlich dargestellt, ein Stück weit. Ja? vorher Ja. sehen, ein Stück weit. Yeah. Okay. So, can you live with that on Ruth? Is that okay? Entschuldigung, ich Ja. habe eine Frage. Also Boas und dieser andere Mann, Ja. wenn es hat dies aber der andere Mann gesagt, ist es quasi, hätte er sie nehmen müssen oder, also Können. also vom Gesetz her, also er durfte entscheiden. Es ist nicht, Ja. dass er einen Fehler begangen hat. Weil umgekehrt, wenn es Boas, der Mann gar nicht gefragt hätte, hätte er dann eine Schuld auf sich geladen. Ja. Das schon, oder? Ja. Okay. Aber der andere musste nicht zusagen, er hat die freie Entscheidung. Boas Frei. musste fragen, aber der andere hat die freie Entscheidung. Das ist Genau. okay. Wir haben uns eine Textstelle dazu angeschaut, aus dem Text. Ja. Und damals ist es so, der Nächste, der muss das, oder wenn es der Bruder war, Ja. dann muss er das tun. Ja. Ansonsten muss er seinen Schuh ausziehen und dann wird er für immer derjenige heißen, der den Schuh ausgezogen hat. Ja. Also da schien es schon so, wo es so eine Pflicht war. Ja. Aber Bei direkten Familienmitgliedern ja, Ah, nachher kann abgelöst werden. okay. Okay. So, Okay, damit yeah. So the question was about did the other guy, we don't know the name, did he have to do it, and because he didn't do it, did he something wrong, or was he free to choose? And Boaz, because he was not the next relative, the next of kin, could he have done it, and if it was, yeah, without asking, would he have made a mistake? Did I summarize it? More or less. Yeah. So, the thing is, if it's direct family members, which means brothers, they have to do it. Wenn es No ein direkter Verwandter wäre, ein Bruder, dann müsste er ablösen. Okay? But they were not direct family members. They were close relatives, but not direct. Aber die waren nicht direkte Familienmitglieder, die waren nahe Verwandte, aber nicht aus derselben Familie. If it's going outside the family, then there are possibilities of saying yes or no. That's what I meant when I said it's so complicated in the Talmud. Außerhalb der Kernfamilie hat man die Möglichkeit zu entscheiden, ja oder nein. And then it goes, basically, the principle is you ask the next relative, if he says no, you take the next one, until someone says yes. Dann ist es im Prinzip so, dass man den nächsten Verwandten fragt, wenn der dann Nein sagt, fragt man den nächsten, bis jemand Ja sagt. And here in that case, apparently there were only two relatives still, and the first one said no, so it was fine with us. In dem Fall gab es scheinbar nur diese zwei Verwandten und als der erste sagte Nein, dann war das für Boas okay. Okay? Also meine Frage ist vielleicht ein bisschen komisch, aber da steht das nicht, so
Ja, Boas ist irgendwo, der Erlöser ist ein Zeichen auf zu Jesus hin, ja. Ja. Aber also Jesus hat sein Leben für uns gegeben, hat uns erlöst, damit